Heute trainieren wir gemeinsam mit dem Jericho Lippenexpander. Du kannst aber jederzeit auch deinen Piet oder einen Bleistift oder ein Holzstäbchen als Trainingsgerät benutzen. Ich zeige dir heute dreierlei Übungen, welche du machen kannst, vor allem unterwegs auf Reisen, in den Ferien oder wenn es mal nicht so laut mit der Trompete werden darf, dann kannst du jederzeit auch deine Muskulatur, deinen Ansatz fit halten, stärken, indem du eben mit deinen Trainingsgeräten trainierst. Wir starten auch gleich mit der ersten Übung. Und hier ist es ganz egal, ob du den Lippenexpander oder ein anderes Trainingsgerät hast. Es geht darum, dass wir eben unseren Ansatz maximal anspannen. Wenn du dir einmal hier den Lippenexpander anschaust, das ist bei den anderen Trainingsgeräten ähnlich, dann haben wir eine Seite, die wir eben mit unserer Ansatzmuskulatur packen, festhalten bzw. unsere Ansatzmaske maximal anspannen. Wir ziehen jetzt also nicht mit Piet oder sonstigen Sachen, sondern wir formen erstmal unsere Ansatzmuskulatur. Jawohl, fünfmal ins Maximum anspannen. Und das ist ganz wichtig, nicht nur anspannen, sondern anspannen. Richtig bis ins Maximum gehen und lösen. Ausstreichen kannst du natürlich auch jederzeit machen. Wichtig ist, dass du deine Übungen in Sets unterteilst. Wir haben jetzt fünfmal den Ansatz angespannt, wieder locker gelassen. Fünfmal insgesamt. Und jetzt haben wir eine kurze Pause. Das ist meistens so 15 bis 20 Sekunden. Streichen auch hier nochmal aus. Und dann gehen wir eben ans zweite Set. Jawohl, auch hier wieder eine kurze Pause machen. Solche Sachen kann man immer zwischendurch machen für ein paar Sekunden, um eben dementsprechend die Muskulatur wieder etwas zu lockern. Und dann gehen wir eben an das dritte und letzte Set für diese Übung. Wieder anspannen, ohne zu ziehen. Immer ins Maximum. Solltest du Anfänger oder Einsteiger in diese Übung sein, wäre es jetzt mit dem Einstieg schon erledigt. Man merkt auch schon ganz deutlich die Muskulatur. Kann das Ganze ein bisschen bewegen, ein bisschen ausstreichen, ein bisschen lockern. Und dann an dem Tag keine Trompete mehr spielen. Jetzt der Muskulatur eben die Zeit zum Regenerieren geben. Wir gehen hier aber gleich zur zweiten Übung. Das heißt, du musst jetzt nicht die zweite Übung mitmachen, wenn du Anfänger in diesem Bereich bist. Aber die Möglichkeit gibt es natürlich, wenn du schon länger dabei bist, jetzt eben die zweite Einheit zu machen. Wir spannen jetzt den Ansatz an, genauso wie vorher, und halten für 5 Sekunden. Und das Ganze machen wir wieder 5 Mal, A3 Sets. Los geht's. Lockern. Und nochmal. Lockern. Nochmal. Lockern. Viertes Mal. Und jetzt das letzte Mal, das fünfte. Jawohl, das war das erste Set und das machen wir insgesamt dann noch zweimal, damit wir eben wieder auf unsere 3 Sets kommen. Nutzt die Zeit zum Lockern und dann gehen wir auch gleich in die zweite Einheit. Achtung, wieder 3 und 4. Und lockern.
lockern. Drittes Mal. Jawohl. Viertes Mal. Jawohl. Und jetzt das fünfte Mal. Jawohl. Jetzt merkt man schon deutlich die Anspannung bzw. die Belastung. Aber nach ein paar Sekunden Regenerationszeit, Lockerungsphase, gehen wir eben an die dritte Einheit und die schließt sich jetzt an. Los geht's. Lockern oder loslassen. Loslassen. Achtung. Loslassen. Letztes Mal. Achtung. Und. Man muss immer aufpassen, wenn man anspannt und für einen gewissen Zeitraum die Spannung versucht aufrechtzuerhalten, dass man die Muskulatur anspannt und immer in dieser Anspannung bleibt. Das heißt, man muss versuchen nachzuspannen, ansonsten lockert sich die Muskulatur wieder. Also immer dranbleiben für diese 5 Sekunden und dann loslassen. Dann merkt man richtig, wie auf einmal so dieses Wohlgefühl einkehrt nach dieser immensen Spannung. Jawohl. Und das war jetzt die zweite Übung, A3 Sets. Die dritte Übung, manche können sich wahrscheinlich schon denken, maximal anspannen, so lange halten, wie es nur möglich ist. Und das machen wir jetzt gleich mal, ohne zu ziehen immer noch. Ne? Wir sind immer noch in dem Anfängerbereich und da gibt es eben verschiedene Übungen. Ich habe heute 3 vorgestellt. Und jetzt gehen wir nochmal in das Maximum rein. Das heißt, wir spannen unseren Ansatz an. Und jetzt dran denken, immer nachspannen, 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 nicht locker lassen. Immer versuchen, in diesem Maximum zu bleiben. Am Anfang empfehle ich dir immer so 15 Sekunden, 20, 25, also in 5er Schritten das Ganze aufzubauen. Wir werden es jetzt aber machen und fassen die 60 Sekunden ins Auge. Und der ein oder andere wird dann ordentlich merken, dass am Ende richtig zu kämpfen ist. Aber wir stürzen uns mal in dieses Abenteuer und los geht's. Und jawohl. Also bei den letzten 15, so vielleicht sogar 20 Sekunden musste ich jetzt auch ordentlich kämpfen. Da hat es gezuckt, hat sich die Anspannung irgendwie verschoben. Andere Muskelpartien sind mit eingestiegen, um eben diese Spannung aufrechtzuerhalten. Und jetzt heißt es für dich definitiv ausstreichen das Material. Nochmal. Lockerheit in die ganze Muskulatur bringen. Und dann ist der Übetag für jetzt und ab diesem Punkt auch erledigt. Wir spielen nichts mehr, wir machen nichts mehr. Morgen geht es damit weiter. Aber heute machen wir nichts mehr. Noch ein paar Worte zu diesen Übungen. Baus mit Sinn und Verstand auf. Also nicht immer bis ins Maximum gehen. Nimm diese Übung und unterteile diese in 3 Sets. 5 Mal anspannen, entspannen. Danach das Ganze länger halten. 5 Sekunden war es heute. Und dann später so nach 2 Monaten auch mal in diese 60 Sekunden Anspannung reingehen. Überlasst dir das Material nicht.
Und du kannst dir auch eine Routine überlegen, dass du sagst, okay, ich mache diese Übungen jeden zweiten Tag. Ich mache die immer am Montag, Mittwoch, Freitag und vielleicht sogar am Sonntag nochmal eine extra Einheit, bevor die Woche eben mit dem Montag wieder losgeht. Oder du sagst, ich mache sie immer Montag, Mittwoch, Freitag, Wochenende ist frei. Auch das ist kein Problem. Wichtig ist immer, spanne maximal an, lass dich locker und wichtig, das absolut Wichtigste, jetzt ist kein Trompete-Spiel mehr, okay? Erst wieder nach einmal schlafen, am nächsten Tag, dann kannst du wieder starten, weil wir automatisch der Muskulatur Zeit gegeben haben, sich zu regenerieren und dann kann man am nächsten Tag auch wieder starten. Fürs Trompete-Spielen ist dieses maximale Anspannen natürlich nicht geeignet. Hier geht es darum, dass wir unsere Muskulatur trainieren. Beim Trompete-Spielen profitieren wir dann von Ausdauer, beziehungsweise auch von maximaler Kontraktion, die sich eben dann positiv in unsere zum Beispiel Höhe wieder schlägt. Und so kannst du dein Trompetespiel auf jeden Fall nachhaltig verbessern. Mach's immer mit Sinn und Verstand und nicht gleich voll molto brutalo in die ganze Sache reingehen, sondern sukzessive, Schritt für Schritt. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass gerne am Ende ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.